70 Millionen Dollar Lösegeld. Die Zahl der Cyberangriffe auf deutsche Firmen steigt. Ein beispielloser Datendiebstahl. Ein Kinderkrankenhaus in Kanada. Auch sensible Daten landeten in den Händen der Cyberkriminellen. Lahmgelegt. Daten sind wertvoll. Für Unternehmen, für Staaten, aber eben auch für Hacker. Hacker sind die ganze Zeit aktiv, erpressen Firmen im großen Stil, stehlen Daten über uns und verkaufen die dann im Darknet. Diese Karte hier zeigt Angriffe in Echtzeit und es werden immer mehr. Eine Studie sagt, dass der Schaden im letzten Jahr allein durch Hackerangriffe 5% des Bruttoinlandsprodukts von Deutschland ausgemacht hat. Das ist enorm und ich bin jetzt meinen Daten mal auf die Spur gegangen. Durch welche Hackerangriffe sind eigentlich meine Daten öffentlich geworden? Was genau von mir ist öffentlich und was bin ich eigentlich im Darknet wert? Und vor allem, was kann ich mit dieser Information tun? Persönliche Daten und Dokumente von hunderten deutschen Politikern, anderen Prominenten und Journalisten. Also auch Benutzername, Kennwörter, E-Mail-Adressen. Warnt vor einer hohen Bedrohungslage. Twitter-Leak. Hunderttausende Nutzerdaten frei verfügbar im Internet. E-Mail-Adressen und eine Faxnummer von Angela Merkel zu finden. Wurden zum Ziel von Datendieben. Dieser Fall mit den 70 Millionen Dollar Lösegeld. Ich habe gestern eine Doku über Hacker und das Darknet gesehen, ausgestrahlt auf HR. Dort wurde dann gezeigt, wie Hacker kritische Infrastruktur hacken und dabei wird immer dieser Eisberg des Internets gezeigt. Das Dark Web als unsichtbarer Teil des Netzes. Aber das Lustige daran ist eigentlich, ein Hacker benutzt nicht das Darknet, um zu hacken. Er nutzt Fehler, Glitches und Abstürze in den Systemen der Firmen, um Zugriff auf deren interne Systeme zu bekommen. Die Lage ist dramatisch. Ein Hacker freut sich, wenn eine Website, eine ganz normale Website abstürzt, denn das kann er potenziell ausnutzen. Das Darknet hingegen, da geht er erst hin, wenn er was kaufen oder verkaufen will. Ein bösartiger Hacker stiehlt Daten und verkauft diese Daten dann häufig im Darknet oder auf Telegram. Beispielsweise hier übrigens auf Breach Forums. Breach ist der Nachfolger von Raid Forums, das von den Behörden hops genommen wurde. Aber es gibt unfassbar viele Datenleaks, mehrere am Tag sogar. Deswegen habe ich in dieser Recherche mit NordVPNs Darknet Monitoring Dienst zusammengearbeitet. Sie bieten einfach im normalen Abo ihres VPN-Dienstes ein Darknet Monitoring an, wo eure Daten im Darknet mitverfolgt werden. Wenn NordVPN dann mitbekommt, dass eure Daten veröffentlicht wurden, bekommt ihr eine Benachrichtigung. Unten in der Beschreibung ist ein Link zu ihrem Service und natürlich ein Gutscheincode, der euch das ganze Angebot lächerlich günstig verkauft. Nicht nur Darknet Monitoring, sondern eben gleichzeitig auch noch den VPN, der euch zum Beispiel hilft, Geoblocking zu umgehen. Seit ich nämlich letztes Jahr in Japan war, vermisse ich die wahnsinnige Vielfalt an Anime, die es einfach dort gibt. Mit einem VPN hingegen kann ich die auch einfach wieder zu Hause sehen. Aber wie gesagt, ist heute das Darknet Monitoring Thema. NordVPN überwacht, welche Daten von euch dort zum Verkauf stehen. Das geht natürlich erst, nachdem man dort aktiv zustimmt, was ich für meine Daten jetzt mal gemacht habe. Denn ich wollte wissen, was weiß das Darknet eigentlich über mich? Stellt sich raus, so einiges. Wie jeder normale Mensch habe ich eine Vielzahl an Online-Accounts. Ich bin hier bei YouTube registriert, offensichtlich natürlich, aber auch bei vielen Spielen, Grepolis zum Beispiel, vielen Foren und ich habe mich früher zumindest nicht wirklich gut darum gekümmert, meine Daten sparsam herauszugeben. Welche Website meine Daten hat, das kann ich kaum mehr einschätzen. Und demnach habe ich auch keine Ahnung, welche Firma gehackt wurde und deshalb meine Daten an jeden beliebigen Käufer im Darknet weitergegeben hat. Denn ich bin sogar in einer sogenannten Combo-Liste enthalten. Das ist eine Liste mit bereits bekannten gehackten Accounts, Passwörtern und E-Mail-Adressen. Und ja, ich weiß, meine Passwörter damals waren nicht gerade die besten. Aber ich war eben auch mal jung und unbedarft. Und ich hatte noch nicht mal ein Smartphone. Mittlerweile haben wir viel mehr Konten und dadurch viel mehr Datenleaks. Denn das ist nicht alles, was das Internet über mich hat. Unternehmen machten es Hackern auch oft zu leicht, denn noch immer werde zu wenig in IT-Sicherheit investiert. Ich bin schon länger auf diesem Forum aktiv und folge dort den neuesten gestohlenen Daten. Man kann dadurch viel Schaden vorbeugen. Ich erzähle euch aber später, wie genau.
Für dieses Video und die Recherchen habe ich nun aber auch diese ominöse Komboliste rausgesucht, in der NordVPN mich gefunden hat, um mir selbst mal ein Bild zu machen. An der Stelle bitte seid vorsichtig mit solchen Aktionen, das ist potenziell strafbar und wenn man das nicht als Cybersecurity-Experte mit den richtigen Sicherheitsmaßnahmen macht, ist das auch potenziell hart gefährlich. Ich habe mir speziell die Komboliste für Deutschland besorgt. Eine Komboliste ist eigentlich super simpel. Jemand lädt sich Daten aus den verschiedenen Hackerangriffen runter, vielleicht kauft er sie sogar und kombiniert sie dann in einer Komboliste. Die deutschen Logins zum Beispiel in einer deutschen Komboliste, die spanischen in einer spanischen und so weiter und so fort. Solche Listen sind natürlich wahnsinnig wertvoll, damit Dienstleister mir sagen können, ob ich gehackt wurde und wenn ja, war es von mir. Aber leider sind sie auch eben für Hacker eine wertvolle Datenquelle. In dieser Komboliste sind 5 Millionen E-Mail-Adressen von deutschen Nutzern enthalten und deren Passwörter, die sie genutzt haben. Statistisch gesehen ist aber sogar jeder zweite von uns von einem Datenleck betroffen. Ich war zum Glück in dieser Liste nicht enthalten. Gut für mich. Allerdings soll ich laut NordVPN in der Anti-Public-Komboliste enthalten sein. Diese Komboliste ist vermutlich eine der größten, die jemals erstellt wurde. Mit über 458 Millionen E-Mail-Adressen und den Passwörtern, die sie dazu benutzt haben. Und was soll ich sagen? Ja, ich bin da drin. Das habe ich schon vor langer Zeit mal verifiziert. Aber dass ich da drin bin, zeigt mir auch eben den Preis, den diese Daten wert sind. Gar nichts. Diese Kombolists herunterzuladen war zu 100% gratis, wenn man weiß wo. Auch die 5 Millionen deutsche Komboliste, auch komplett kostenlos. Das Einzige, was ich tun musste, war einen Kommentar in dem Forum zu schreiben. Dadurch bekommt der Poster der Komboliste ein höheres Ansehen auf diesem Forum, weil mehr Menschen unter seinen Beiträgen geschrieben haben. Aber am Ende schreibt dann doch jeder nur Thank you. Aber meine Daten an sich sind wohl offensichtlich sehr wenig wert. Das liegt aber tatsächlich daran, dass sie so alt sind. Denn wie gesagt sind die Kombolists aus mehreren Hackerangriffen kombiniert. Anschließend werden sie in Dienste wie den von NordVPN eingetragen, damit die auch Bescheid geben können. Aber irgendwo müssen die Daten ja dann trotzdem herkommen. Und in meinem Fall war das laut NordVPN ein Hackerangriff auf MySpace im Jahr 2008. Klar, dass dann meine Daten wahrscheinlich sehr wenig wert sind. Die haben sich ja seither wahrscheinlich geändert. Ja, die sind alt, aber auch im Juni 2012 waren meine Daten in einem Angriff von League of Legends enthalten. Und ja, seit da bekomme ich Spam auf meiner AOL-E-Mail-Adresse. Das Passwort ist in allen Passwortdatenbanken enthalten und der Username ist mit der E-Mail verknüpft. Naja, würde ich mich jetzt also mit derselben E-Mail-Adresse und demselben Nutzernamen und demselben Passwort dann nochmal anmelden, wären die Hacker schneller drin, als ich Angriff sagen kann. Bisschen vorsichtig sein, bisschen den gesunden Menschenverstand einschalten, dann kann man sich schon ziemlich gut schützen. Aber diese Angriffe sind alt und eigentlich langweilig. Ich habe deshalb mal im Forum nach aktuellen Angriffen für euch geschaut. Halara, eine Fast-Fashion-Website, die im Dezember zu den Top 5 US-TikTok-Shops zählte, wurde im Januar gehackt. Ich war da zwar nicht dabei, aber eine gute Freundin von mir schon. Und ihre Daten werden nun auch in diesem Forum verkauft. Und ich habe sie deshalb gekauft. Ein paar Daten sind erstmal für jeden bei diesem Leak einsehbar. In diesem Fall waren das volle 43 Nutzer. Einer zu viel leider. Die Wahl ist dabei meist zufällig und soll für Vertrauen sorgen, dass der Leak auch wirklich echt ist und die Daten nicht schon davor in anderen Leaks enthalten waren. Er zeigt außerdem, was der Hacker alles erbeutet hat. Beispielsweise war eine Carina L. aus Deutschland in diesem Sample enthalten. Ihre Telefonnummer und sogar wo genau in Bayern sie wohnt, sind nun für jeden öffentlich einsehbar, der dieses Forum kennt. Das sind aber nur 43 der insgesamt 941.910 Einträge, die der Hacker erbeutet hat. Und für 8 Credits kann man sich die volle Datenbank kaufen. Jeder kann das. Ein Credit kostet ungefähr 26 Cent. Der gesamte Datensatz, den bekomme ich also für gerade mal 2,13 Euro. Die Zahlung regelt kein geheimnisvoller Darknet-Hacker, sondern einfach Plesio, eine völlig normale Clearnet-Webseite, die es Websites ermöglicht, auch Kryptowährungen als Zahlung auf einer ganz normalen Website zu erhalten. Ich könnte also Plesio eigentlich auf der Academy einbinden
und ihr könntet damit Kurse von mir kaufen. Das Besondere ist natürlich, um mit Krypto etwas zu bezahlen, muss ich mich nicht zwangsläufig nackig machen. Ich muss nicht wie bei PayPal oder Kreditkarten immer meine komplette Identität angeben. Ich habe hier also einfach mal mit Tron bezahlt, die ich ohnehin seit Jahren brach liegen habe und für gar nichts brauche. Und schon kann ich den Leak kaufen. Wirklich mal, der Kaufprozess ist leichter und einfacher, als wenn ich auf Halara selbst einkaufen möchte. Warum? Ich muss nicht meine Adresse eingeben, meine Telefonnummer nicht bestätigen, keine Cookies akzeptieren, ich muss nicht 10 Gutscheincodes wegklicken, den Newsletter ablehnen und die AGB und Datenschutzbestimmungen akzeptieren. Ich kaufe einfach. Der Download selbst auch wieder mit einem einzigen Klick, ohne Wartezeit, ohne Download-Limit und übrigens auch ohne Werbung, und er findet auch nicht im Darknet, sondern über die Seite iSufferRip statt. Und auf einmal habe ich den kompletten Datensatz. Und ich sage euch, es ist wahnsinnig surreal, dass ich die Daten einer guten Freundin in genau diesem Datensatz einfach wiederfinden kann. Ihre Daten und die von über 10 Leuten in der Kleinstadt, in der ich lebe, konnte ich finden. Wie gesagt, ich lebe in keiner Großstadt. Aus Berlin sind es über 4000 Einträge. Aber warum? Warum würde dafür ein Krimineller 2,13 € ausgeben? Verschlüsseln Daten, fordern Lösegeld. Über Wochen gibt es Lücken in den Regalen. Schließlich werden gestohlene Firmeninterna, Marktforschungs- und Kundendaten im Darknet veröffentlicht. 2,13 € für einen Leak mit 1 Million privater Adressen. Meine Daten völlig gratis in einer Komboliste, so wie die von weiteren 5 Millionen Deutschen und mehr als einer halben Milliarde Menschen weltweit. Hacker, die Daten wie Sammelsticker verkaufen. Aber wer kauft sie eigentlich und wieso? Daten sind Massenware und ihr bekommt vermutlich alle gelegentlich mal Phishing. Das äußert sich in solchen Mails, in SMS oder Anrufen, die teils einfach nur nervig sind. Manche sind zugegebenermaßen auch lustig, manche sind aber auch ziemlich scary. Gerade wenn meine Mutter einen Anruf von einem vermeintlichen Europol bekommt, macht ihr das sogar erstmal Angst. Aber lasst uns in diesem Kapitel mal unsere kriminellen Hüte aufsetzen. Was kann man wirklich mit diesem Datensatz machen? Es scheint ja dann doch ganz lukrativ zu sein, wenn die gesamte deutsche Wirtschaft 5% insgesamt an Hacker verliert, jedes Jahr. In der Anti-Public-Liste, in der ich auch auftauche, ist weder mein Name noch meine Adresse enthalten. Dafür aber E-Mail, Nutzername und Passwort. Das sind durchaus die billigsten Daten, die man kriegen kann. Ein Krimineller würde damit erstmal Password-Stuffing machen. Das ist ein Angriff und das heißt, er nimmt einfach jeden Eintrag, den er finden kann und probiert ihn einfach auf jeder Website aus, die er finden kann. 5 Millionen Mal probiert er die E-Mail-Adresse und das Passwort bei Facebook, danach bei Instagram, danach bei Temu und danach bei TikTok. Das läuft bei so vielen Kriminellen einfach dauerhaft nebenbei. Dass er dabei was findet, ist natürlich reine Glückssache und der Unaufgeklärtheit der Nutzer geschuldet, denn er verlässt sich auf 2 Dinge. Erstens, dass ihr eure Passwörter auf mehreren Seiten benutzt und zweitens, dass ihr keinen zweiten Faktor verwendet. Und genau deshalb sind mittlerweile solche Listen recht billig zu bekommen, denn Seiten wie Google zwingen euch zu einem zweiten Faktor und euer Handy fragt euch immer, ob es euch nicht vielleicht doch ein starkes Passwort vorschlagen soll und speichert die dann. Das ist bequemer und sicherer. Und eben Dienste wie NordVPN sagen euch ja dann auch Bescheid, dass genau dieses Passwort von euch nun aller Welt und jedem Kriminellen da draußen bekannt ist. Dadurch sinkt die Erfolgsquote von solchen Kriminellen einfach komplett nach unten. Das ist gut für uns. Der Leak bei Halara hingegen ist ein bisschen problematischer. Wie schon erwähnt, ist eine gute Freundin darin enthalten mit ihrem vollen Namen, ihrer vollen Adresse und ihrer Handynummer. Und das eröffnet schon deutlich mehr Möglichkeiten. Zunächst einmal das hier sage ich euch, damit ihr wisst, wogegen ihr euch wehren müsst. Macht das nicht nach. Sagen wir zur Einfachheit also, wir wohnen beide in Berlin. Ich bin der Kriminelle und sie ist in dem Leak enthalten. Es gibt einige Seiten, wo man noch immer auf Rechnung kaufen kann. Bestelle ich nun auf ihren Namen, kann ich einfach später bezahlen. Dann bekomme ich eine DHL-Nummer an meine E-Mail-Adresse geschickt, wann das Paket an ihrer Haustür liegen wird und natürlich kann ich damit bei DHL ein Abstell-Okay geben. Am Tag, wo das Paket kommt, passe ich den Boten ab und nehme das Paket in Empfang.
Die Rechnung kommt separat auf den Namen der Person in dem Leak. Ich bezahle gar nichts, aber offiziell ist das Paket ja trotzdem beim Empfänger angekommen. Und es wurde ja auch entgegengenommen und nicht beanstandet. Wichtig aber an der Stelle, das hat nichts mehr mit Hacking zu tun. Das ist einfach nur Cybercrime. Ich habe das an der Stelle natürlich nicht selbst durchgeführt und ich möchte auch euch nicht dazu ermutigen, sowas zu machen. Es gibt natürlich noch einige Sicherheitsmechanismen im Hintergrund, um sowas zu vermeiden. Und das kann euch ins Gefängnis bringen, sehr lange sogar, wenn ihr sowas macht. Aber leider kann so etwas auch einfach von jedem Dulli im ganzen Internet mittlerweile durchgeführt werden. Es ist so einfach geworden, es ist sogar einfacher als bei Temu zu bestellen. Werdet ihr nämlich Opfer von solchem Identitätsdiebstahl, kann das teuer werden. Wenn Inkasso-Unternehmen bei euch an die Tür klopfen, müsst ihr erstmal einen Anwalt bezahlen und dort glaubhaft bestätigen, dass eure Daten in einem Leak enthalten sind. Könnt ihr exakt nachweisen, in welchem Leak eure Daten enthalten sind, seid ihr aus dem Schneider. Aber wer kann das schon? Damit bin ich fein raus aus dem Schneider. Aber gerade bei berühmten Personen geht das noch einen Schritt weiter. Ich bin nach dem Leak mal auf YouTube gegangen und habe dort mal geschaut, wer Haul-Videos zu Halara gemacht hat. Ihr wisst schon, die Dinger, wo Influencer immer zeigen, was sie alles gekauft haben und das dann präsentieren. Denn genau diese Influencer, das weiß ich ja, haben auf jeden Fall dann dort bestellt. Eine davon war Mia Maples. Hey everyone, so today we are doing Halara. I could not scroll through anything without seeing a Halara dress. Halara is the Shein of activewear. I think that's really sad. Tennis skirt, lucid, longer length. I like this. Check my code in the caption. I have an under cheek happening. Why is my butt out like that? These ones for some reason don't feel as good. Wäre ja ganz schön uncool, wenn man ihre private Adresse in diesem Leak finden würde. Ein Glück hat sie wohl über einen anderen Namen oder eine Agentur bestellt, denn ich konnte sie nicht in dem Datensatz finden. Aber ich bin auch nicht gerade gut mit Promis. Jemand, der es wirklich drauf abgesehen hat, könnte einfach mehrere Leaks kombinieren und die Informationen daraus zusammenlegen. Die Unternehmen hingegen müssen erstmal gar nichts tun, außer den Leak den Behörden zu melden. Eine Strafe müssen sie deswegen nicht mal bezahlen, nur wenn die Daten wirklich am Ende missbraucht werden. Und das ist ja im Grunde recht selten, mit Ausnahme von Scam-Anrufen und Phishing vielleicht. Das heißt, hier stehen vielleicht ein paar tausend Euro potenzielle Strafe für Unternehmen wie Halara auf der einen Seite versus der durchaus realen Gefahr für fast 1 Million Kunden, dass jederzeit, auch nach 10 Jahren, diese Daten ausgenutzt werden. Natürlich haben Unternehmen dann kein großes Interesse, Zehntausende Euro in Cybersecurity zu investieren, wenn sie damit erstmal gar keinen Gewinn machen. Money, money, money. Dazu kommt noch die gesetzliche Pflicht, wichtige Daten so unfassbar lange aufzuheben. Selbst wenn ihr zu mir sagt, ihr wollt, dass ich all eure Daten aus der Bootstrap Academy lösche, euren Namen darf ich von der Rechnung nicht löschen. Das muss ich speichern, bis der Staat sagt, er braucht es nicht mehr. Und da wiegt dann das staatliche Interesse sogar deutlich höher als eures. Und ja, bei jedem Kauf muss man sogar den Namen immer mit angeben, was komischerweise im Supermarkt gar nicht gilt. Wieder ist es Hackern gelungen, eine Sicherheitslücke zu nutzen. Der jüngste Angriff richtet sich gegen den Softwaredienstleister in den USA. Kunden in mindestens 17 Ländern, alle wurden vom Unternehmen gewarnt. Aber halt mal, wenn doch generell bekannt ist, dass man solche Daten auf Breach einfach so kaufen kann, wieso schaltet Europol, das echte Europol, den Laden nicht einfach ab? Das ist tatsächlich genau so mit Raid passiert. Das haben US-Behörden geschlossen und der Besitzer, ein 21-jähriger Portugiese, wurde festgenommen. Das heißt übrigens, dass er 14 war, als er Raid Forums gegründet hat. Breach Forums ist der Nachfolger der Plattform. Doch es gibt Dienste, die solche geleakten Datenbanken überprüfen und die Nutzer informieren können, wenn ihre Accounts dort auftauchen. So ist es auch im Fall vom Dark Web Monitoring von NordVPN. Die geleakten Datenmengen werden einfach alle beobachtet, damit die User im Falle eines Falles gewarnt werden können und selbst direkt reagieren können. Sprich, sie können dann eben ihre Accounts sichern. So wie ich besagte Freundin jetzt warnen konnte. Und so ist zwar ein solches Forum erstmal etwas Verrufenes, Böses im Darknet, aber in der Praxis ist das der Ort, an dem die bösen Hacker ihre Arbeit verkaufen. Und jeder kann sehen, wer betroffen ist. Und jeder kann sich aber auch informieren, wenn man das möchte.
gibt Seiten wie Have I Been Pawned. Um was geht's eigentlich? Auf ihnen kann jeder nachsehen, ob er persönlich betroffen ist. Welche Daten sind betroffen? Immer mehr Kriminalität aus dem analogen Bereich ins Internet geht. Um welchen Umfang handelt es sich? Das wird kein Ende nehmen. Was kann man nun also gegen solche Angriffe wirklich tun? Ich mache hier mal einen ganz kurzen Rundown. Passwortmanager und Zwei-Faktor helfen erstmal für die allermeisten Angriffe. Eine Anzeige gegen Unbekannt, damit einfach so bekannt ist, dass ihr in einem Leak enthalten seid, ist auch nur zu empfehlen. Und natürlich auch immer Updates für all eure Apps und Geräte sind ein Muss. Der wichtigste Kampf spielt sich aber in eurem Kopf ab. Vertraut keinen Nachrichten, keinen Gewinnspielen, keinen Einladungen von Menschen, die ihr nicht kennt, die per E-Mail reinkommen. Bei euch mache ich mir zwar wenig Sorgen, aber teilt das Wort bitte mit denen, die sowas nicht unbedingt einschätzen können. Und dabei hilft es ungemein zu wissen, in welchem Datenleck man vorkommt. Denn Halara-Kunden sind grundsätzlich interessiert an Fashion. Also kommt Phishing, Fashion. Also kommt Fashion-Phishing. Und ja, über sowas versuche ich auch immer euch zu informieren, zum Beispiel auf Instagram. Aber auch viel schneller als ich sind im besten Fall die Leute bei NordVPN mit ihrem Darknet-Monitoring. Deswegen danke an euch fürs Zusehen und an NordVPN für die Hilfe bei der Recherche. Checkt den Link in der Beschreibung für das Angebot bei NordVPN inklusive dem Darknet-Monitoring mit meinem Gutscheincode und bis zum nächsten Mal im Cyberspace.